Das sieht man ja hier auch. Wir laufen auch nicht nur des Stausees wegen durch den Wald, sondern weil ich es auch ganz wichtig finde, auf den Wald jetzt in seinem jetzigen Zustand zu verweisen. Der ist nämlich katastrophal. Unfassbar. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne ihn jetzt seit, ja, Du siehst die Veränderung. wann beginnt man ein Bewusstsein zu haben? Sagen wir mal seit 30 Jahren oder 29 Jahren. Ich habe ihn noch nie so trocken erlebt. Und das ist jetzt das 3. Jahr in Folge und wir sind jetzt Anfang Mai. Ja. Und hat jetzt einmal kurz geregnet, aber du siehst, Ja, du es siehst ist an der Erde, wie nichts. trocken es ist, Du ja. siehst auch keine Rückstände von Regen. Ja. Es ist einfach puder trocken. Und Olli, wie geht's dir? Guten Morgen. Es geht mir gut, sehr gut. Ja. Seitdem ich mich daran gewöhnt habe, sehr früh aufzustehen, geht es mir tatsächlich viel, viel besser. Das heißt, früh aufstehen? Ja, so 6 Uhr stehe ich auf. Okay. Das ist für mich tatsächlich ein Novum, Mhm. weil ich auch so ein Nachtarbeiter bin. Ja. Aber ich habe das jetzt auch so innerhalb dieser Corona-Periode mal umgestellt und merke, dass ich da viel produktiver bin. Mhm. Also du gehst jetzt auch eher ins Bett sozusagen? Genau. Das ist dann um 11, oder? Ja, um 10 geht man ins Bett, um 11 schläft man dann spätestens. Mhm. Ja. Okay. Dass man dann so ein bisschen 7, 8 Stunden schon Mhm. schläft. Ja. Von daher, das nee, ist mir geht's sehr gut. Das ist aber auch meine Jahreszeit. Es ist Ja, es passt jetzt, ne? Im Frühling. herrlich. Das ist, schon um 6 ist eigentlich der Tag Geht los. völlig Ja. angebrochen. Von daher Das ist hat das halt sehr hilfreich. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann, aber durch das Licht, was schon da ist, fällt mir das sehr einfach. Von daher, um deine Frage zu beantworten, mir geht's sehr gut. Schön. Ja. Du hast nämlich letztens als Sprachnachricht mir geschickt, dass das aus der Antike kommt. Wo hast du das gefunden? Das habe ich noch nie gehört. Das Wie geht's dir? Das Ja, fand ich ganz passend. ja, das kommt aus der Antike. Die genaue Quelle müsste ich dir nochmal nachreichen. Mhm. Aber die Frage, ja, wie geht's einem, ist ja schon irgendwie seltsam. Mhm. Wenn man mal so darüber nachdenkt, also hat ja jetzt eigentlich nichts mit dem Gehen zu tun. Mhm. Aber damals war das ja gang und gäbe, dass man, gang und gäbe, auch wieder schön, schöne Brücke, schöne Überleitung, dass man zum Denken das Haus verlassen hat. Also man Ja. ging eine Strecke X ab, man ging spazieren, man flanierte, obwohl Flanieren schon wieder sehr aktiv ist. Mhm. Also man spazierte und dachte. Und wenn man stehen blieb, Mhm. hatte man eine Idee und die wollte man vielleicht auch ein bisschen verinnerlichen. Mhm. Und dann ging man aber weiter und folgte quasi dem Strom, dem Fluss seiner Gedanken. Mhm. Und wenn es einem eben nicht so gut ging, es ging nicht gut, also man blieb oft stehen, weil man oft irgendwie vielleicht auch Probleme wälzen musste oder wo man in den Erinnerungen vielleicht irgendwie auch nach Problemen suchte oder nach Momenten, wo vielleicht etwas eingetreten ist, was man nicht mochte, dann blieb man stehen. Mhm. Und umso besser man ging, also fortschreitender man ging, desto besser ging es einem. Weil man war leichter. Man hatte eben nicht diese schweren Gedanken, die einen immer wieder auch zum Stehen bleiben. Ja. Ballast abwerfen, klaren Kopf kriegen. Sagt man ja auch gerne. Ne? Genau, Mhm. genau. Von daher, wenn es einem gut geht, dann hieß es, man ging eben tatsächlich Ah ja. leicht eine Strecke X. Ach cool. Ja. Ich fand das irgendwie, als du mich einludst zu diesem Ja. Spaziergang, Ja. musste ich daran denken, habe dann auch mal nachgeschaut. Wie gesagt, die Quelle müsste ich dann noch mal ganz genau nachreichen. Aber Das ich fand es würde schön. mich sehr interessieren, also welchen Bereich oder wer hat das gesagt oder wo Ja. stand das? Ja. Das wäre echt spannend. Ja. Also es wird einer der Großen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Mhm. es Aristoteles oder Platon, aber in der Zeit. Also Mhm. es ist schon tausende Jahre alt. Du hattest ja, beziehungsweise weiß ich nicht, wer wen hier infiziert hat mit dem Gedanken. Du kamst ja auf mich zu, dass du für ein privates oder für ein Institut schreibst, in Ja. Zusammenarbeit mit einem Professor. Ja. Und hattest mich gefragt, ob wir dir irgendwie einen Newsletter aufsetzen können, gestalten können. Ja. Und ich hatte dann gesagt, nachdem du mir berichtet hast, dass der Professor gern ausschweift, gern lange Ja. redet und es Ja. für dich dann schwierig ist, das textlich zusammenzufassen, beziehungsweise dann zu ordnen, zu strukturieren, Mhm.
hat es dann auch bei mir Klick gemacht, habe ich gesagt, wieso macht ihr keinen Podcast? Ja. Und da seid ihr jetzt nun. Ihr seid ja jetzt schon mittlerweile 14. Folge. Ja, ja. Gibt es da jetzt schon einen Unterschied, den du merkst? Oder was waren so die Hürden für dich? Oder gibt es noch Hürden? Oder? Also Hürden sind für mich ganz klar die Verbreitung im Netz, also auf alle Kanäle aufzuspringen, beziehungsweise entsprechend sich Podcast-Plattform-Anbieter auszuwählen, weil es so viele gibt. Und ich einfach da zu altmodisch bin und denke, okay, wir machen das jetzt einfach. Eigentlich ist es egal, eigentlich spielt die Reichweite keine Rolle, weil es ja eigentlich darum ging, Material zu sammeln für uns, weil daraus soll eine Publikation, ein Buch entstehen. Ah ja, okay, So. das ist eine neue Information. Ja, das war immer, also ich bin zum Beispiel Anfang des Jahres bin ich noch zu Thomas, also zu dem Professor Dr. Thomas Trujen, nach Düsseldorf gefahren und wir haben dann ein Wochenende damit verbracht, dass ich Interviews aufgenommen habe. Aber wirklich nur mit meinem Handy und nur Audiospur. Und aus diesem Material habe ich dann geschöpft für eine Publikation, ein Buch, was ich über ihn und mit ihm schreibe. Und dann kam Corona. Und dann haben wir angefangen, uns über Skype zu treffen, zu unterhalten. Und dann gibt es ja diese Funktion, dass ich das Gespräch aufnehmen kann. Und dann kam eins zum anderen und dann haben wir gedacht, dann auch im Kontakt mit dir, wir stellen das Material einfach für uns auch als Archiv online. Also sprich YouTube, also es sind ja so für vielleicht auch Menschen wie dich, das ist ja wirklich so fast so rudimentäre Plattformen. Also das ist ja, da ist ja nichts, soll ich sagen, es ist ja auch nicht so benutzerfreundlich in dem Sinne. Also finde ich, und man muss uns ja auch nicht sehen, weil wir sitzen vor Bildschirmen und nichts geschieht. Also wichtig ist ja eigentlich der Inhalt. Ne? Der Inhalt, die Audiospur, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich ganz altmodisch die Datei, quasi die Filmdatei in eine Audiodatei umgewandelt und dann eben hochgeladen. Und jetzt, 14. Folge, also jetzt nach 14 Wochen. Wir haben auch manchmal 2 Folgen pro Woche aufgenommen. Ja, vielleicht sind es am Ende dann 2 Monate. Also wir haben ja ungefähr angefangen mit Anbeginn dieser Corona-Pandemie, also zumindest in Europa. Jedenfalls haben wir jetzt ein Material, was immer weiter wächst und natürlich auch aufeinander aufbaut. Von daher, am Anfang gab es eigentlich eine Frage. Und dann haben wir immer so eine halbe Stunde aufgenommen und dann haben sich für mich immer wieder neue Fragen ergeben. Und also der Fragenkatalog wurde immer größer. Und das macht es natürlich einfacher, weil man kann immer wieder bei diesen Fragen wunderbar anknüpfen. Also man sammelt eigentlich Fragen. Und dann entstehen fast exponentiell dazu Antworten. So. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade einen Zeitpuffer, ein bisschen Zeit. Und jetzt habe ich angefangen, mich wirklich tatsächlich mal damit auseinanderzusetzen. Wo kann ich das hochladen? Wie funktioniert das dann mit Spotify und so weiter, um vielleicht tatsächlich auf Reichweite zu gehen. Aber das war nie Intention oder? Nie. Also das war wirklich so für uns, okay, wir sammeln das. Ist ja auch für mich eine Struktur. Ich nummeriere das. Genau. Ich habe meinen YouTube-Kanal. So, und da ist das Material super strukturiert ist eingeordnet. Da. Und egal wo ich bin, kann ich daran arbeiten. Super. Ich brauche keine Festplatte, also ich lagere das aus. Und das ist meine Chronik. Und das läuft ganz gut. Und es ist auch jetzt in dieser Zeit, also man muss ja immer wieder diese Zeit mitdenken, die besonders ist und nach wie vor auch schwer zu greifen. Für mich eine klare Struktur, weil wir treffen uns 8:30 Uhr, montags, freitags, manchmal auch mittwochs. Und ich merke, dass ich mich immer wieder darauf freue. Das glaube ich, Und einfach neugierig bin, wo die Reise hingeht. An diesem Tag, dann in der nächsten Woche. Weil sich auch alles jetzt nochmal so dynamisch verändert. Nochmal schneller, als es zuvor
auch schon der Fall war. Ja, jetzt pegelt sich das so ein, dass es eigentlich Jetzt jede hat man Woche sich- was, also vor 4 Wochen oder so war das noch fast täglich die Veränderung, Ja. weil alles schnell irgendwie gehen musste und Ja. jetzt ist das so wöchentlicher Rhythmus. Ja. Ah ja, okay, noch länger. Ah ja, okay, jetzt das und jetzt müssen wir Masken und keine Ahnung. Ja. Das Und man hat pegelt sich da ja so auch rein, an ja. den Zustand gewöhnt. Da ist der Mensch sehr schnell. Man ja. sagt ja, man braucht 3 Wochen, um sich auf einen bestimmten Prozess einzustellen, beziehungsweise um auch Dinge zu verarbeiten. Und die Zeit haben wir jetzt, weiß Gott, schon hinter uns. Ja, der Ton läuft. Ton läuft? Das ist gut. Ja, genau. Also mir persönlich gibt es jetzt auch Struktur. Ich finde es auch herrlich. Ich habe natürlich auch vieles, was bei mir weggebrochen ist, beziehungsweise eingefroren ist. Ja. Und jetzt durch die Filmaufnahmen kriegen die nächsten 3-4 Wochen im Voraus, kriegen schon auch einen roten Faden, eine feste Strecke. Struktur, ja. Das ist echt super. Also ich mag das auch gerade sehr. Noch sehen, wie uns das hintreibt. Ja, müssen wir mal schauen. Aber jetzt hast du gesagt, Hürden waren jetzt im Prinzip eigentlich jetzt nur sich in die Technik Ja. einarbeiten, Ja. den richtigen Hoster raussuchen Genau. und das kommt als nächstes dann noch Es gab die für Dienste mich, auszuwählen, für oder? mich zu viele Möglichkeiten. Und dann, wie soll ich sagen, dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Mhm. Also gäbe es 2 oder 3, wäre es schon für mich Mhm. schwierig zu entscheiden. Und ich habe jetzt tatsächlich einfach einen genommen, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen hatte, aber ich habe ihn dir, glaube ich, geschickt hast du, glaube ich. Ja. Podbean? Nee, Podbean Sprout. fand ich doof. Genau. Sprout, Fand ich irgendwas. furchtbar. Genau. Was? Sprout. Buzzsprout oder oder wie dem so? auch sei. Wir- Seltsamer Ja. Name. Wir blenden das dann ein. Ja. Aber du hattest irgendwas Cast. Simplecast. Simplecast. Das habe ich mir auch angeschaut, das fand ich Ja, ganz gut. genau. Also ich werde auch eins von den beiden dann auch Ja. testen. Ja. Als erstes kommt hier natürlich das YouTube-Video erstmal Ja, und dann daraus ziehe ich dann die Audiodatei sozusagen. genau. Genau. Und wie ist das jetzt für dich? Du bist ja Redakteur. Auch, ja? Du hast ja sowieso einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen Stresspegel, aber du bist da sehr nah dran, beziehungsweise musst du an aktuelle Themen direkt Ja. reingehen können, Durchblick bekommen, Ja. das runter reduzieren, Ja. in einzelne Teile stückeln, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, welche Bereiche du bedienst. Hat sich das auch verändert jetzt in den letzten Wochen? Also muss es noch schneller gehen? Nein. Im Gegenteil. Es gibt jetzt den Fall, wovor die meisten, glaube ich, Chefredakteure Angst haben. Zum Beispiel Sommerloch. Ne, das ist Was so, ja, klassisch ist, oder? Klassisches Sommerloch. Okay. Im Sommer passiert nichts. Kein Terroranschlag, kein Politiker, der in den Wahlkampf geht, kein Skandal, Ja. keine Gesetzesvorlage, die diskutiert wird, keine Debatte. Mhm. Und jetzt, man kann zwar noch nicht von Sommer sprechen, aber wir wissen jetzt schon, dass wir haben so viele Geschichten, es gibt so viele Inhalte, die es nicht auf die Bühne schaffen, weil die Nachrichtenlagen so dicht sind. Mhm. Also allein schon, wenn man sich jetzt die Entwicklung in Deutschland anschaut, Ja. wie geht dieses Land mit dieser Pandemie um? Die Bundesländer, also du hast eigentlich im Grunde 16 verschiedene Entscheidungsträger. Und jeder macht es ein bisschen anders. Dann gibt es eine Einigung, eine Veränderung. Mhm. Jeder Tag gleicht vielleicht dann auch manchmal wie so einem Déjà-vu, weil verschiedene Dinge umgesetzt werden und dann werden sie wieder aufgehoben. Ja. Also in dem Moment, in dem ich dir das jetzt gerade berichte, habe ich schon das Gefühl, ich hätte es schon mal erzählt, weil sich das jetzt die ganze Zeit, Ja. eigentlich seit Ende Februar, wiederholt sich diese Spur die ganze Zeit. Die Information ist eigentlich immer die gleiche fast. Immer ne? die gleiche Information, aber sie verändert sich, sie ist variabel und so weiter. Das ist. Aber ich will zurückkommen zu der Masse an Geschichten in Deutschland. Dann hast du natürlich, du hast ja so oder so Krisen. Wir kommen ja nicht aus einer krisenfreien Zeit. Ja? Du hast ja grundsätzlich Krisen gehabt, Kriege gehabt. Wir haben eine Nach wie vor, Klimakrise. Das ist ja alles da. So, das ist Grundrauschen nebenher existiert. Ja. Und manchmal muss man sich auch als Journalist erinnern, Mensch, es gibt ja noch den Konflikt, was ist denn mit der Geschichte? Ja. Also vieles ist jetzt auch einfach nicht mehr im Blickfeld. Mhm. Aber ich will zurückkommen zum Kern. Es gibt gerade unglaublich viel zu tun, Mhm. aber es ist kein zusätzlicher Druck oder Stress, weil die Autobahn quasi ist voll. Mhm. Die Autobahn mit ihren ganzen
Geschichten stehen im Stau und warten jetzt auf die Abfahrten und so weiter. Und man reiht sich einfach ganz gemütlich Fährt mit seinen mit. Geschichten hinten an. Mhm. Es sei denn, die sind wirklich an eine gewisse Aktualität geknüpft, das ist klar. Aber ich finde also ich finde es natürlich schön, dass meine Arbeit jetzt in dem Fall nicht weggebrochen ist, Ja. dass sie relevant ist Ja. und dass es so viel zu tun gibt und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, da noch viel flexibler auch von zu Hause zu arbeiten, Mhm. indem uns quasi die Zugänge gegeben wurden, zum Beispiel zu Nachrichtenagenturen. Das ist ja immer so ein heiliger Gral. Mhm. Da gibt ein Verlag sehr, sehr viel Geld aus, Mhm. Millionen. Mhm. Gehen wir geradeaus weiter? Ja, wir gehen geradeaus. Ah, ja. Michael kennt den Weg. Ah ja, auch gut. Wir joggen hier immer lang. Deswegen. Ach so, okay. Wir gehen ja auch wir gehen ja nicht einfach willkürlich durch den Wald, sondern Gezielt. sehr gezielt zu einem ganz wichtigen Ort, quasi auch so ein bisschen im Zentrum, hier im Wald, Mhm. weil ja, so ein See ist natürlich immer ein schönes Ziel, man kann ja auch dort baden gehen und so weiter. Und weil ich damit auch ganz viel Jugend und Kindheit Ich wollte gerade fragen, seit wann? assoziiere. Wie lange? Schon seitdem du Seitdem ich denken kann, Fahrrad fahren kannst, laufen kannst, Ja, ja. bist du dort. Ja. Gut, dann verstehst du auf jeden Fall die starke emotionale Bindung dazu. Also mit meinem Großvater sind wir immer also Stausee war immer so, ist ja auch als Kind schön. Ne? Mhm. Du bist plötzlich an einem See und hast auch den Blick zum Himmel. Mhm. Die Sonne spiegelt sich und wir waren auch mit dem im Kindergarten oft dort. Mhm. So ein Brotbüchsen dann und dann ging man dann so ein bisschen kniehoch ins Wasser und so. Das war immer so ein Tagesziel, womit immer alle zufrieden waren. Mhm. Weil jeder das gefunden hat, was er gerade Genau. wollte, Ja. brauchte. Ja. Ja. Stausee ist. Also genau, der See heißt Stausee, Mhm. weil er sich ein bisschen staut. Aber eigentlich kein Stausee ist. Ja. Ist eigentlich ein Teich. Na, also, Moment. Jetzt Also, keine sorry, ja. Beleidigung, aber Was ist das Zwischending? zwischen Teich, Keine zwischen Teich Beleidigung. und See. Hat ja auch eine Insel. Stimmt. Ja. In meinem Freundeskreis als Olli Island bekannt. Also habe ich da ganz, Solange sich da keiner ausgesetzt hat oder ganz so. bescheiden nach mir benannt. Ja. Und da ist man dann auch im Sommer hingeschwommen, Ja. die kleine Insel und dann beim Mondschein. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass im Golf 1 meiner Großmutter, ich hatte noch keinen Führerschein, ich war, weiß nicht, wie alt, ist man dann hier diese Strecke in den Wald nachts reingefahren Okay. zum Stausee. War natürlich total cool. Ja. Aber wir waren eigentlich woanders. Ne? Wir waren bei, Ja. du fragtest Redaktion. Michael, aber Ach so. wir geradeaus wissen. Ja, und dann genau. sind wir gesprungen. Aber Ja. ist ja nicht schlimm, das ist ja. Nö, wir können ja schweifen. Dazu Genau. ist das ja da. Ja. Genau. Auch genauso bin ich jetzt nicht der klassische Moderator, der nur Fragen an dich richtet, sondern du kannst auch gerne, wenn dich Sachen interessieren, auch Okay, gut zu spielen. gut zu wissen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das gesagt habe. Jetzt weiß ich's. jetzt aber weißt du's. Ist ja auch so ein bisschen. Ja, es entsteht gerade alles. Genau, Ja. ist alles noch ganz frisch. Wir mussten auch uns mit der Technik noch mal vertraut machen und müssen da ein, zwei Sachen noch mal wiederholen oder wollen das wiederholen. Okay. Einfach weil der Inhalt so wertvoll ist. Also letztens mit dem Michael Heuschke von Flexrest, das war richtig gute Unterhaltung, beziehungsweise diese Infos, die er rausgibt, die haben, um das kurz zu erzählen, die haben halt eine Technologie entwickelt. Er ist selber mit dem Wissenschaftler, die sind über 50 und haben sich dann nochmal selbstständig gemacht. Die haben nochmal eine Firma gegründet und die sind jetzt international unterwegs und die haben schon die ersten 3 Bereiche, die diese neue Technologie umwälzen wird. Also wird regelrecht auf den Kopf stellen. Und das ist so spannend, das muss auf jeden Fall nochmal ins Netz. Kannst du mal verraten, worum es da geht? Die haben angefangen, wie soll man das sagen? Die hatten die Technologie und dann haben sie getestet. Das war erst die Intention, wir wollen Sachen verbinden. Es geht um Verbundwerkstoffe. Okay. Also da ist so die Theorie, dass man da Stoffe miteinander über hunderte Jahre verbinden kann. Dass sie nicht öffnen kann, also dass da keine Luft, kein Wasser, kein nichts rankommt. Aha. Dass es im Vakuum zum Beispiel auch ist. Und dann haben die aber gemerkt, wir können auch den anderen Weg gehen. Wir können es auch öffnen. Durch diesen Lichtimpuls. Die arbeiten mit einem Lichtimpuls. Das ist sehr konzentriert auf einen ganz kurzen Moment gerichtete Energie. Und in diesem Moment auf dieser jeweiligen Schicht findet eine Abspaltung statt. Also da bewegt sich was. Und das ist zum Beispiel dann direkt anzuwenden bei Solarmodulen. Aha. Das wusste ich selber auch nicht. Das hat er erzählt.
dass es für Solarmodule oder Photovoltaikanlagen und Module gibt es keine, naja, sag ich mal, umweltfreundliche, saubere Lösung. Okay. Du kannst es einlagern wie Atommüll, also schön wegbuddeln. Hm. Oder du kannst es schreddern in seiner Gesamtheit. Da sind die Gifte drin, da sind die Edelmetalle drin. Da ist auch ganz viel Silber drin, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja. Kannst du schreddern in extreme Chemiebäder schicken. Okay. Und dann hast du da so eine Pampe und dann kannst du vielleicht noch, was kannst du daraus machen? Keine Ahnung, Glaswolle? Weiß ich nicht. Also nicht viel. Okay. Und die hatten jetzt mit ihrer Aus diesen Technik... Photovoltaikplatten. Ja, wird eingelagert oder wird Schrott. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Geschieht, ja. Und das war super interessant, allein, dass es diese Problematik gibt, die ja, also Photovoltaikmodule werden ja im Sekundentakt rausgepustet. Zum Beispiel China, einer der größten Hersteller. Da so schnell kannst du gar nicht gucken, hast du da einen Stapel Photovoltaikmodule. Und die können mit ihrer Technologie innerhalb kürzester Zeit diese Module öffnen, können das gesamte Glas erhalten, können an die einzelnen Schichten wieder ran. Aha. Sprich, die können das in den Wertekreislauf wieder zurückführen. Okay, also es geht um Recycling. Es geht um Recycling, genau. Und das Geniale daran ist, die Anlage ist so klein, die passt in einen Überseekontainer. Das kommt auf einen LKW, der fährt zu dem Feld und erntet sozusagen die kaputten Solarmodule und führt das zurück über andere Dienstleister in den Kreislauf. Schön, weil da sind wir eigentlich genau bei dem jetzt wichtigsten Thema, und zwar der Übergang in die nachhaltige Marktwirtschaft. Also weil das ist ja jetzt die Chance. Das ist jetzt vielleicht auch die letzte Chance, dass wir das noch miterleben. Wo wir zu viel Zeit haben auch. Ja, aber wo wir auch merken, okay, was funktioniert in diesen Zeiten, was funktioniert nicht. Also dieses Virus ist ja, das ist, jetzt zitiere ich Thomas, ja auch so ein Lügendetektor, der ganz klar filtert, was läuft nicht, wer sagt was, wie ist das umsetzbar, was bedeutet eigentlich in dem Fall Globalisierung, von wem sind wir abhängig und so weiter. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder zurückkehren zu dieser Normalität, wie wir sie kennen, sondern dass wir jetzt in dieser Zeit uns transformieren und begreifen, dass wir diesen Planeten, das sieht man ja hier auch, wir laufen auch nicht nur des Stausees wegen durch den Wald, sondern weil ich es auch ganz wichtig finde, auf den Wald jetzt in seinem jetzigen Zustand zu verweisen, der ist nämlich katastrophal. Unfassbar. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne ihn jetzt seit, du siehst die Veränderung. Wann beginnt man ein Bewusstsein zu haben? Sagen wir mal seit 30 Jahren oder 29 Jahren. Ich habe ihn noch nie so trocken erlebt. Und das ist jetzt das 3. Jahr in Folge und wir sind jetzt Anfang Mai. Ja. Und hat jetzt einmal kurz geregnet, aber du siehst, ja, siehst an der Erde, nichts. Du siehst auch keine Rückstände von Regen. Ja. Es ist einfach puder trocken. Und wenn man ganz genau hinsieht, jetzt habe ich mal eine Dokumentation gesehen, da hat ein Förster darauf hingewiesen, dass man den trockenen Wald nicht nur sieht, sondern man hört ihn. Also wenn man jetzt durchs Unterholz gehen würde, umso lauter es knackt, umso trockener ist der Wald. Und das ist man spricht jetzt immer von Krise X, Krise Y, aber das ist die wirkliche Krise. Ja. Und die Natur, da bin ich fest davon überzeugt, ob das Virus jetzt nun aus dem Labor kommt oder nicht, spielt keine Rolle, aber sie wehrt sich. Und deswegen bin ich auch, und da sollen mir jetzt diejenigen, die sollen mir das jetzt nicht übel nehmen, weil es gibt unglaublich viele Schicksalsschläge. Und gerade hier in Deutschland sind wir eher auf diesem Wellness-Modus durch die Krise unterwegs. Das ist irre, das muss uns auch mal begreiflich werden. In welcher guten Lage wir sind, Wahnsinn, unglaublich. Aber an sich bin ich, und das ist jetzt zugespitzt, ein ganz großer Fan dieser Krise. Weil ich mich so daran erfreue, dass die Natur jetzt wirklich auch mal Zeit bekommt, sich zu erholen. Ob das in den Meeren ist. Man sieht ja auch die Aufnahmen in Venedig oder jetzt in Bosporus sind plötzlich wieder Delfine gesichtet worden. Das Witzige ist, wie schnell. Wahnsinn. Aber das Schöne ist, wie schnell das geht. Wie schnell. Und was du jetzt gerade meintest, dass die Natur, wie hast du es formuliert? Die Natur wehrt sich. Wehrt sich. Das sehe ich eher, also so wie wir uns adaptieren müssen, anpassen müssen, adaptiert sich die Natur auch an die Gegebenheiten, die der Planet gerade an den lokalen Stellen hat. Also zum Beispiel höhere Sonnenaktivität führt zu Trockenheit, weniger Regen, wie auch immer. Und die Natur, die Bäume, alles andere muss sich daran anpassen, wird diesen Zeitraum überstehen. Und wenn es dann wieder eine Regenzeit kommt oder eine kältere Zeit, dann blüht es wieder auf. Und genauso denke ich, das ist es bei uns so, wir müssen uns anpassen. Das hattet ihr, glaube ich, im Thema auch schon, die Schnelligkeit der Anpassung, die Anpassungsfähigkeit.
wird jetzt gelernt, beziehungsweise liegt auf dem Tisch, was bis dato keine Generation nach dem Krieg eigentlich so hatte. Ja. Ja, Ja. bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass wir zumindest, wie soll ich sagen, die Freiheit haben, unabhängiger zu sein, auch von anderen Ländern, wie zum Beispiel China. Kurze Pause. Wo waren wir jetzt gerade? Anpassen, Ich Schnelligkeit? war jetzt gerade ganz warst voll drin euphorisch, gerade. Ja. beziehungsweise ja, also worum geht's? Die Natur. Unsere Lebensgrundlage, die wir seit vielleicht der Industrialisierung mit jedem Jahr mehr gebeutelt haben, ausgebeutet haben vor allem. Wer profitiert davon? Das sind vor allem natürlich die gängigen Global Player, also die Chinesen oder die Amerikaner beispielsweise, oder Indien. Im Prinzip alle, oder? Also, Ja, ja, im Grunde sind es ja schon nur 5, 6, 7 Länder, die diesen Globus ausbeuten. Also wenn man zum Beispiel jetzt sich den afrikanischen Kontinent anschaut, der ja auch unsere europäische Zukunft in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren maßgeblich, wie soll ich sagen, verändern wird. Mhm. Der ist ja in chinesischer Hand, also weil du gerade auch meintest, Photovoltaikanlagen, Ja. größter Hersteller ist China, aber wo kommen denn die, Hin, naja, die wo kommen in die kommen die Wüste. denn her? Nein, wo Ach so. kommen auch die Bestandteile her? Ne? Die werden in China abgebaut. Ja. Das ist wirklich dramatisch. Da will ich jetzt gar nicht so investigativ reingehen. Ich wollte einfach nur damit geltend machen, dass ich hoffe oder mir wünsche, dass wir wieder kleinere Brötchen backen, dass jedes Land auch dezentral sich neu arrangiert und aufbaut und diese Abhängigkeiten aufhören, eben auch von diesen Märkten. Und wir jetzt hoffentlich begriffen haben, dass Geiz einfach sowas von ungeil ist. Ja, Fällt auf die Füße jetzt. Ich denke, total. Ja, ich denke, Total. das ist jetzt der Lernprozess, den man hoffentlich macht. Also, das ist auf jeden Fall die Chance, ne? Also, dass man Wenn man jetzt diese zurückschaut in die Prozesse mal Geschichte der überdenken, Menschheit, überarbeitet. hat man, glaube ich, nie gelernt. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt. Weil das ist die letzte Chance, uns. Ich weiß nicht, ob unsere Kindeskinder hier noch so durch den Wald spazieren können. Ja. Ich weiß es nicht. Passierschein. Das ist fragwürdiger denn je. Ja. Ja, spannende Zeiten, definitiv. Absolut. Absolut. Das, Also für Ist uns halt- jetzt so ja. als Wendekinder ja. jetzt nochmal so eine zweite bewusste Wende, glaube ich. Hattest du eine bewusste Wende? Nee. Deswegen, oder die erste bewusste Wende. Ja. Ja. Nee. Oder so dieser Moment, was man halt von seinen Großeltern oder von seinen Eltern vielleicht auch wegen der DDR kennt, so Zeitzeugen-Moment. So, ne? Also es ist ein Moment, wo man dann fragt irgendwann, Ja. du, da wurde dann das und das Ja. entschieden oder das wurde Ja, als schon so ein Grundlage gesetzt. Geschichtsbuch. Wie hast du das Zeit. erlebt? Genau, Ja. genau. Also, wie war das damals, 2020? Ja, Ja. Und heute wieder im Radio gehört, weil es ist ja immer, wird ja immer gesprochen von, ja, wir müssen uns so lange gedulden, bis der Impfstoff da ist. ja. Und jetzt sind wir vom Zeitraum, variieren da die Expertenmeinung von, er ist in einem halben Jahr da, bis zu 5 Jahren. Weil sich das Virus ja auch das mutiert und es verändert sich und es ist auch unglaublich abstrakt. Du müsstest im Prinzip Also- jedes Jahr eigentlich nachschieben. Dazu kenne ich mich nicht aus, aber das war interessant zu hören. Also das ist bei der Grippeimpfung so. Okay, ja, gut. Da ja, kriegst bei du immer die Impfung Influenza-Viren. von dem ja. Jahr davor. Ja, ja. Und so im Ja. Prinzip Ja. bist du immer hinter dem Bist im Virus Grunde mal hinterher. ja. Das ist die Krux, glaube ich auch. Ja. Also es ist schwierig da. Aber da sind wir jetzt natürlich, wir sind ja keine Mediziner Nee, das sind wir nicht. oder Virologen. Nee. Das ist auch das Problem gerade. Es gibt fast zu viele Expertisen, viel mehr Ja. als Infizierte. Ja, das wollte Das ich auch noch macht die erzählen. Sache so auch wirklich schwierig zu fassen, weil Ja. man hat das Gefühl, es gibt eigentlich keine klaren Filter mehr. Deswegen war ich Ja. so dankbar. Es gab letzte Woche, heute ist Montag, Donnerstag, gab es eine ganz wichtige Pressekonferenz mit Merkel und Söder. Da ging es nochmal um die, dem zuvor ging die Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann haben die eben die Entscheidungen quasi präsentiert. Und es war nochmal so, das tat nochmal so gut, weil alles nochmal so zusammengefasst wurde und runtergebrochen wurde. Es war so logisch. Es war alles klar.
in Portionen, Genau. mundgerecht. Und es war so wunderbar kommuniziert und man hatte das Gefühl, das müsste es viel öfter geben, dass sich Ja. mal 2, 3 Leute hinsetzen und sagen, das ist jetzt, so machen wir das jetzt und so läuft's jetzt. Mhm. So. Ich glaube, das würde vielen helfen. Aber man sieht ja auch an den Einschaltquoten, dass die Menschen das auch wahrnehmen und das auch nutzen. Dass es jemanden gibt, der sie leitet und anführt. Ja. Ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil es so besetzt ist. Ja, es wurde Aber- auch erfolgreich abtrainiert. Abtrainiert, ja. Ja. 60 Jahre lang. Ja. Genau, aber im Grunde sehnt man sich danach. Man sehnt sich nach einer gewissen Führung, nach einer Verlässlichkeit. Ja. Und die brauchen wir jetzt, die ist jetzt ganz wichtig. Ja. Und genau, aber alles vielleicht unter dem Deckmantel der Zeitenwende, des Wandels von oder in eine nachhaltige Marktwirtschaft. Also wir können eigentlich nur das verkaufen, was wir haben und nur damit handeln, was wir selbst herstellen. Das fände ich schön. Und ganz in kleinen Portionen. Auch, dass man die Städte auch wieder etwas entvölkert und sagt, man bildet wieder in den ländlicheren Regionen stärkere Kommunen, Mhm. die unabhängiger sind Mhm. von dem Ruf der Stadt, wo es Mhm. immer heißt, ja, da kann ich mich beruflich verwirklichen. Aber wir merken ja jetzt, dass eben auch auf dem Land, also die Dörfer, die sind ja jetzt in einem ganz anderen Modus. Die kommen ja viel einfacher durch die Krise, Ja. weil sie eine ganz andere Verlässlichkeit auch untereinander haben. Man kennt sich. Man hat sich auch schon drauf ausgebildet, Diese auf diese- Anonymität fehlt und die ist Mhm. jetzt total wichtig, dass es die eben nicht gibt, sondern dass man füreinander da ist. Es ist alles überschaubar, es ist kleiner. Ich glaube, das Dorf wird unglaublich attraktiv werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Ist es für mich jetzt schon, aber es wird, glaube ich, nochmal ein absolutes... Es kriegt das einen finde ich Schub schön. auf jeden Fall, ja. Das finde ich, Die find ich Entwicklung so schön. hat man ja vorab schon gesehen, dass es so Stadtflucht gibt, Ja. beziehungsweise dass dann sich das mehr mischt oder dass auch die Jugend dann nach einem gewissen Zeitraum wieder zurückgeht und dann in dem Ort sich sesshaft macht, wo es herkam. Ganz leicht zu nieseln, herrlich. Also Ja. ich hoffe, es stört nicht die Aufnahme, aber ich finde es herrlich. Aber hier sieht man es ja auch. Ne? Sie hat es vor 3, 4 Jahren gewütet. Also ne, du hattest wie so eine Sturmrose, die hier reinging und alles war brach, weil natürlich auch diese Flachwurzler dem ausgeliefert sind. Das war ja auch hier alles in Reihe und Glied. Vor 100 Jahren ungefähr angebaut, sag ich mal. Und jetzt merkt man auch, okay, wir brauchen wieder viel mehr Mischwald, wir brauchen viel mehr Vielfalt, aber es ist ganz schwer für die kleinen Pflänzchen, für die kleinen Bäume jetzt hier, weil hier prasselt die Sonne drauf, nicht zu vertrocknen. Genau, und hier hat man es angetäuscht, damit eben das Wenige, Kein was es Biss hast. schafft, Ja. ne, nicht weggebissen wird von den Rehen Ja. und so weiter. Also du siehst, es ist unglaublich sensibel. Und es ist so viel, es gibt so viele Wunden. Also der Wald war viel, viel dichter in den War letzten das 10 Jahren. Eine Monokultur vorher? Weißt du das? Hier Schon, standen auch alles diese Kiefern. Ja, ja. Na gut, die sind ja Und- Flachwurzler. Und dann, Genau, und die hat man natürlich irgendwann, das war mal vor 100, Holzproduktion, 150 Jahren war das total in, da hat man aufgeforstet mit Ja. Kiefern, weil man braucht das Holz. Ja. Jetzt kommt auch die Quittung. Genau. Ne? Jetzt Also, versucht man wieder mit Rotbuchen und so weiter zu hantieren, Mhm. gerade in Brandenburg, aber die sind so anfällig auch. Mhm. In den Anfangsjahren dann nicht. Also zum Beispiel die Buche oder überhaupt die Laubbäume sind viel resistenter. Deswegen geht auch der Borkenkäfer dort nicht rein. Mhm. Weil die können mit dem Harz, Ja. die können viel mehr Harz, wie soll ich sagen, anlegen oder produzieren, Mhm. um sich zu wehren gegen den Borkenkäfer. Mhm. Das können die Nadelbäume nicht. Deswegen haben wir gerade in Sachsen auch oder jetzt im Harz wirklich ganz schlimme Ausfälle. Also mehrere Fußballfelder, die gerodet werden oder die einfach vertrocknen oder jetzt, wenn man da so Drohnenaufnahmen sieht, das Sieht gespenstisch wahrscheinlich das aus. ist Wahnsinn. Und das ist so greifbar. Das ist für mich, das ist so offensichtlich. Mhm. Wenn man jetzt immer das Coronavirus hat, das ist abstrakt, es ist unsichtbar. Klar, jetzt tragen alle Mundschutze Mhm. und so weiter. Und es ist natürlich offensichtlich, Mhm. aber letztlich, wenn man sich anschaut, die Zahlen, ist eine ganz geringe Zahl und die versucht Die man so natürlich, rückwirkend, ne? die versucht man irgendwie klein zu halten, verstehe ich Mhm. alles. Mhm. Aber was wir hier sehen, was um uns herum passiert, das ist so offensichtlich. Und da hoffe ich, dass man den Blick da auch wieder viel Das- mehr drauf hinlenkt. Den könnt ihr als Redaktion bzw. als Journalist da hat man auch natürlich- in der Hinsicht steuern, oder? Klar, Also klar, auch eine große Verantwortung. man Ja. kann
darauf hinweisen, beziehungsweise darauf auch eine, was weiß ich, Dokumentationsserie, wie auch immer, drauf aufbauen. Ich habe zum Beispiel Und Beiträge. Bitte? Viel Reisejournalismus gemacht, der natürlich jetzt so logischerweise wegfällt. Ja. Also zum Beispiel hat jetzt der Ryanair-Chef, O'Leary heißt er, glaube ich, meinte, dass sich der Flugzeugbetrieb so ungefähr 2022 wieder so eingepegelt haben wird. Auf die Das ist 100%? Das ist seine Prognose. Ja. Okay. Das glaube ich Das und hoffe ich auch nicht. Sehr optimistisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Feld Reisejournalismus natürlich jetzt wegbricht. Ja. Und es aber auch gut ist, weil es natürlich auch dieses viele Reisen auch befeuert. Ja? Mhm. Also die Magazine, die immer so schöne Geschichten wollten, Fernweh und dann aber auch eigentlich im Grunde reist man aus seinem Milieu in Deutschland in das ähnliche Milieu in Griechenland, ja, also auch diese Achtsamkeit und da hat man den gleichen Standard, überall gibt's Wi-Fi und so weiter. Jetzt bricht das weg, was ich gut finde. Reisen wird wieder absoluter Luxus sein und es ist auch toll, mal jetzt in diesem Jahr zu sagen, okay, ich fahr in Deutschland umher und schau mal, Mensch, hier gibt's den Bayerischen Wald oder hier gibt's irgendwie das Zittauer Gebirge und einfach mal oder ich fahre mal nach Bamberg und schaue mir die Altstadt an, die wunderschön ist. Ganz oft auch schon als Filmkulisse diente und so weiter. Also ich glaube, man kann jetzt auch ganz viel über seine eigene Herkunft und Heimat lernen und das finde ich sehr, sehr schön. Aber den einen Gedanken noch zu beenden. Aus diesem Feld Reisejournalismus, also ich kann ja nicht von der Gesellschaft erwarten, dass sie jetzt nachhaltiger wird. Ich muss es ja auch selbst werden. Ja. Deswegen sieht das bei mir jetzt konkret so aus, dass ich schon versuche, jetzt mich mehr auf, das klingt ein bisschen kitschig, aber auf Naturberichterstattung zu konzentrieren. Und weg von diesem Entertainment, sondern vielleicht irgendwie konkreter sich mit den Naturräumen, die einen umgeben, zu beschäftigen und Geschichten zu suchen. Ja. Kannst du selber definieren, welche Themenbereiche über welche du schreibst? Oder hast du jetzt eine gewisse Sparte, bekommst du das zugewiesen? Oder wie ist das? Nee, man hat das über die Jahre, man hat ja ein eigenes Interesse oder eine eigene Neugier und die füttert man an, indem man bestimmte Themen anrecherchiert und dann bleibt man da hängen und dann hat man Kontakte, dann ist man mal vielleicht vor Ort, taucht tiefer ein und irgendwann hat man so ein Portfolio an Geschichten oder an Inhalten oder an Expertisen in Anführungsstrichen, aus denen man dann schöpft. Und dann hat man irgendwann auch bei den Redaktionen so einen Ruf, das ist doch, der ist doch mit Griechenland da so, Mensch, der macht das seit Jahren. Frag den mal, der hat da bestimmt irgendwie jemanden vor Ort oder weiß der Teufel. Ja. Also es entwickelt sich ja dann irgendwie man wird quasi so ein Fachidiot. Experte. in bestimmten Ländern. Du bist spezialisiert im Prinzip, weil du fokussierst dich auf ein Thema, ist klar, dass du dann in dem Bereich dich am besten auskennst und dann jetzt zum Beispiel vom Maschinenbau keine Ahnung hast oder so. Ne? Genau. Ja, so ist es. Ja. Und da gehst du jetzt gerade in Richtung Naturerhalt, Umweltfreundlichkeit. Nachhaltigkeit, aber eben nicht in Form von zum Beispiel nachhaltiger Energiehaushalt interessiert mich weniger, weil ich der Meinung bin, es geht jetzt auch vor allem darum, bescheidener zu werden und Demut zu zeigen, eben auch Mutter Natur gegenüber und so ein bescheideneres Leben zu führen. Aber auf eine moderne Art und Weise. Also nicht zurück in die Klischees mit langen Haaren und ich wasche mich jetzt nur einmal pro Woche. Nein, schon auch mit diesem Bewusstsein, aber vielleicht mit einer ganz anderen, mit einer noch mehr Offenheit, dass man nicht in so eine Nische oder in so einer Blase sich aufhält, sondern dass man trotzdem noch eine gewisse Offenheit hat. Was meinst du, wie viele Jahre braucht das dann, bis das dann, ich sag mal, es ist schwierig natürlich so zu fassen, aber bis das in allen Köpfen ist oder bis das im Blut ist, so wie man es jetzt ja auch in der Geschichte sieht, beziehungsweise jetzt auch am Corona, beziehungsweise an der Pandemie, die ausgerufen ist, sieht man es ja auch, dass die Leute erst reagieren, wenn es soweit ist, wenn was passiert, wenn es grenzwertig wird. Ist das nicht dann auch bei der
beim Umweltschutz so schon fast so. Ja, man sagt ja immer, das braucht eine Generation. Also Ja. wir feiern ja dieses Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Wird wahrscheinlich ein bisschen untergehen, aber toll. Nach wie vor ist immer ein Grund zum Feiern, denke ich. Ist nicht alles gut gelaufen, anderes Thema, aber genau, also 30 Jahre Wiedervereinigung und man weiß ungefähr, es braucht eine Generation, um zu begreifen, was das eigentlich bedeutet hat und welche Konsequenzen das nach sich zog. Und ich glaube, für die Menschen ist es ganz schwierig, das so ad hoc zu begreifen. Also ich glaube, das wird ganz viel Zeit brauchen. Es geht ja, ganz viel also Geduld Umweltschutz gibt es ja erfordern. im Prinzip schon seit den, weiß nicht, 70er, 80er. Ja. Also man redet sich ja eigentlich immer noch den Mund fusselig. Also die Bauern schreien schon seit etlichen Jahren um Hilfe, beziehungsweise brauchen Unterstützung. Und genauso auch der Forst, was du vorhin schon sagtest mit den Wäldern. Nee, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Es sind keine neuen Themen, das stimmt, Genau. das stimmt. Aber ich glaube, dass die Menschen jetzt die Auswirkungen deutlicher spüren. Sind vielleicht empfindsamer oder Vielleicht, aufmerksamer für ja. die Themen. Also ich setze zum Beispiel vor allem auf die Generation nach uns, die man jetzt so ein bisschen unter Fridays for Future so ein bisschen gebrandmarkt hat vielleicht. Ja. Aber dennoch, dieses Mindset ist genau das Mindset, was wir brauchen. Und also ich finde, das ist sehr inspirierend, muss ich sagen. Obgleich das natürlich jetzt auch wieder medial ausgeschlachtet wurde und wird und Also Richtung wird es geschoben in Kategorien und genau. Ja. Aber die Bewegung an sich oder der Gedanke, der Grundgedanke, dass wir was ändern müssen, das finde ich toll, weil das hätten wir auch schon gemusst, als wir vielleicht so in dem Alter waren, aber wir hatten dann ganz andere Gedanken. Ja. Wir waren da nicht so für empfänglich. Und das kam aber jetzt in den letzten 15 Jahren auf. Und jetzt hat man eine Generation, die wirklich auch, glaube ich, innerhalb der Familien die Fragen stellt, sag mal, was macht ihr eigentlich? Das ist jetzt, ich denke, Seid ihr euch bewusst, was ihr macht? Und das finde ich toll. Das sind das sind die richtigen Fragen. das ist aber auch nachvollziehbar, warum wir uns damit nicht beschäftigt haben, denke ich, weil der Zugang zu Informationen heutzutage ja so rasend schnell ist und so einfach ist. Das war früher natürlich nicht so sexy, beziehungsweise so schon vorgelebt auch vielleicht. Da gab es dann halt die Eltern, die hatten ein Bücherregal und da kannst du dich dann hinsetzen und dann liest du das. Ja, Da vielleicht. kannst du aber auch nur einen gewissen, wie mit der Taucherbrille, so einen gewissen Bereich sehen, kannst aber nicht alles überblicken. Und ich denke, durch das Internet und durch die Weiterentwicklung des Internets zum Beispiel ist das ein extrem gutes Tool. Und es befördert natürlich diesen Drang der Jugend sozusagen oder der Generation der jetzigen Z, oder wie heißt die? Ich glaube, ja. Sogenannte, Ja. dass die da natürlich noch schneller und informierter und klarer in ihren Forderungen sein kann. Vielleicht. Ich glaube vor allem, dass sie sich einfacher Gehör verschaffen kann. Durch die Auch, sozialen Medien kann man, glaube ich, eine größere oder breitere Masse an Menschen ansprechen. So, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Also das ist ja jetzt auch das, was du vielleicht dann oder jeder für sich mit seinem Podcast auch irgendwie versuchen wird, ne? Reichweite. Und wenn man da zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, dann siehe Luisa Neubauer, die sie ist natürlich bewusst hingefahren nach Polen zum Kongress und hat Greta Thunberg gehört und dann kam eins zum anderen und jetzt ist sie so das deutsche Gesicht für den Kampf gegen die Klimakrise. Oder? Also was ich damit sagen will, es müssen, glaube ich, ganz viele Momente parallel stattfinden, aber, und wie du es beschriebst, das Tool Internet kann da absolut der Brandbeschleuniger sein. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Dass du eben nicht mehr wie vor 50 Jahren jetzt an Medium, an eine Zeitung, an eine gedruckte Zeitung und deren Gunst. Oder Fernseher oder VHS oder was auch immer. Genau. Ja. Von der abhängig warst. Ja, ja. Und jetzt kann jeder ja selbst senden. Das Es wird ist jeder auch zum Berichterstatter schwierig. irgendwo. Ja, Genau. klar. Du hast im Grunde jetzt fast 10 Milliarden Sender und Meinungen und jetzt fehlen die Filter. Ja. Aber man kann es eben auch nicht allen recht machen und jeder kann ja seine Sicht sich zusammensuchen und
Das birgt natürlich auch wieder viele Gefahren, logischerweise. Stichwort Populismus und so weiter. Aber das... Ja, oder gefährliches Halbwissen mischt sich mit Populismus und wie auch immer. Ich denke aber, das ordnet sich dann wieder von alleine. Das ist mein Vertrauen. Dass dann halt Leute, die dann das Interesse daran verlieren, dann ebbt das weg und dann, oder du hast die Klickraten nicht oder wie auch immer, dass das dann sich auch wieder aussiebt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr mit diesem Populismus, was du beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade den See schon gesehen. Das sieht ein bisschen traurig aus. Ich habe den das letzte Mal gesehen, da sah er richtig frisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Wasser fehlt. Wasser fehlt. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe gelesen, der April ist Trockenste je. der trockenste April seit Aufzeichnung. Ja. 1880, 1883 hat man damit begonnen. Und das ist jetzt der trockenste April. Ja. Wir sehen das ja auch im Garten. Also wir haben einen größeren Garten und mussten da auch schon, weiß ich gar nicht, ab Anfang März mussten wir regelmäßig gießen, weil es einfach zu trocken war. Wahnsinn. Es ist alles recht verspätet. Ich sag mal, die Pflanzen sind teilweise schüchtern und noch klein und brauchen die Unterstützung. Ja. Das ist irrwitzig, ja. Wird sich zeigen, wie das weitergeht. Wir müssen dranbleiben, wir müssen uns, wie ich es schon gesagt habe, anpassen. Und damit, es ist, wie es ist. Du kannst es im Prinzip, also diese Problematik kannst du nur akzeptieren zum einen und zum anderen langfristige Entscheidungen treffen, die langfristig eine Lösung herbeiführen, nicht kurzfristig. Die letzten Jahrzehnte gab es immer nur kurzfristige Symptombekämpfungsentscheidungen. Das muss sich auf jeden Fall ändern, definitiv. Jetzt sind wir quasi fast da. Genau, und hier du siehst, ne, das ist ja auch ein steht, ja. ein Wasserspeicher für den Wald. Das ist extrem niedrig. Ja. Und irgendwann schlägt es natürlich auch um. Ne? Das ist dann, wenn kein neues Wasser zufließt. Das kippt, meinst du? Das kippt, ja. Aber eine herrliche Ruhe. Ja, das ist immer herrlich. Nee, deswegen machen wir das auch, dass wir möglichst immer in der Natur sind, im Wald reingehen und da so Ruhe mit uns haben, ohne, wie zum Beispiel, das ist das Irrwitzige immer, dass man zum Beispiel ein Studio sich einrichtet, dann musst du ja dafür sorgen, dass der Ton gut ist. Und hier automatisch durch den Wald hast du einen guten Ton im Prinzip. Herrlich. Gleichzeitig hast du natürlich andere Anforderungen. Wir sind mobil und dann musst du andere Sachen beachten. Aber Michael vor allem. Wir brauchen Micha, definitiv. Ja. Kann ich über die Wurzeln stolpern, einfach so. Ja. Hatten wir auch schon drüber nachgedacht. Tendenziell könnte er vielleicht auch dann ein Mikro kriegen. Und dann kann er sich ins Gespräch mit einbringen. Ja, weil sonst ist er ja so außen vor. Er hat ja wahrscheinlich jetzt auch Gedanken. Er hört uns ja auch zu. Ja. Fände ich gut. Ja. Fände ich nicht schlecht, weil sonst hast du immer jemanden, der so passiv mitläuft. Und wenn er aber auch aktiv greifen kann, oder könnte, oder die Möglichkeit hätte. Ja, er ist halt ein Teil davon. Also ohne ihn würde es gar nicht gehen. Er muss das Bild steuern, er muss den Ton steuern. Ja. Also das ist schon ein wichtiger Schlüssel für die Umsetzung. Sonst könnten wir uns gar nicht so können wir gar nicht so frei uns bewegen. Aber das haben wir auch bewusst so entschieden. Und ich hatte ja auch Micha gefragt, ob er da Lust drauf hat. Außer man würde auf das Bild verzichten, würde einfach nur aufnehmen. Nur aufnehmen, dann ja. Aber ich finde bräuchte man ihn nicht und könnte ihn einsparen, könnte ihn wegrationalisieren. Wie so vieles. Ja, also ich gehe von mir aus, weil anders geht's ja nicht. Das ist der erste Punkt, der erste Schritt. Und ich will ein Bild haben. Okay. Ich möchte ein Bild sehen, das ich mir dann auch mal anschauen kann. Oder selbst wenn ich dann bei der Arbeit sitze und das höre, dann kann ich auch mal einen Blick draufsetzen und dann fokussiere ich mich wieder auf die Arbeit. Das finde ich gut, dass man beides hat im Prinzip. Und das finde ich auch bei euch gut. Dass auch selbst wenn ihr an euren Rechnern sitzt und also in dem Podcast, haben wir den Namen eigentlich schon gesagt? Future Navigation? Genau, können wir auch noch mal hier bewerben. Das blende ich sowieso ein, ja klar. Und also www.futurenavigation.com. Stimmt, da gibt es eine Webseite. Ja. Also future-navigation.com. Ja, ich blende das ohnehin ein. Der Wald. Der Wald. See. Der Waldsee. Ja. Hier sieht es schon besser aus, aber
Aber wie gesagt, vielleicht nochmal... Hier läuft es sonst durch, oder wie? Genau, hier wird es sonst ablaufen. Dort vorne, Ja. wo Ach, ja. wo die Metall, was weiß ich was, Platten sind. Mhm. Und normalerweise fließt ja hier der Bach weiter. Ja. Deswegen, also es ist tatsächlich ein Stausee. Ja, Aber da der Wasserspiegel so niedrig ist, fließt es nicht durch. ja, und da hinten steht es auch. Ja. Also wo es sonst den Bogen macht. Und das ist irre. Normalerweise läuft es hier immer. Es läuft hier immer raus. Mhm. Schwarzwasser heißt es, glaube ich, wenn man auf Google. Ich habe mal bei Google geschaut, wie die Gewässer hier heißen. Ja. Und da hieß dieses hier, was hier durch diesen Stausee kommt, hieß Schwarzwasser. Fand ich irgendwie ganz schön. Ja, ja, ist super creepy. Also wenn man sich vorstellt, was März, April eigentlich für ein Wetter herrscht. Müssen wir Was wieder für uns uns- wechseln? Müsst du wieder rechts? Ach so, und nicht ja. links? Was für uns... Das ist auch wieder die Frage, was ist normal? Ja? Das war für uns, weil es aufgrund dessen in unserer Lebenszeit immer stattfand, ist das Normalität geworden, dass dann man sagen kann, man kann sich darauf verlassen. Ja. April, er weiß nicht, was er will. Genau. Also du hast immer das schlechte Wetter, du hast Ja. das viele Wasser, was dann sich über den Sommer hin dann auch dich trägt Ja. und es schafft, Ja. sozusagen. Ja, mal so ein Aber- richtiger schwerer Landregen, man hat es denen immer gegeben. Also wirklich, super wo es mal so richtig Ja, auch prasselt. fast eine ganze Woche einfach mal durchregnet. Also ich habe gestern diese Doku mit diesem Förster gesehen, deswegen ist sie noch so präsent. Er meinte eben auch, es müsste, um das aufzuholen, müsste es jetzt 4 Wochen lang regnen. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Also das ist ja irre. Das kannst du dir nicht Wahnsinn. vorstellen. Ja. Vor allen Dingen kannst ja der Erdboden, der kannst ja gar nicht halten. Nee. Der ist ja zum einen viel zu heiß, viel zu trocken. Ja. Das fließt ab Ja. und dann hast du Überschwemmung wieder und da hast du wieder ein neues Thema. Ja, das Karma oder der Schmetterlingseffekt ist gerade sehr stark, sag ich mal. Also Aber wie gehst du jetzt damit um? Ich meine, du bist ja von der Auftragslage auch abhängig, die, wie soll ich sagen, vielleicht auch Betroffen, definitiv. mehr an Ja. die Märkte noch angebunden ist, Ja, als klar. das jetzt im Journalismus der Fall ist. definitiv. Wie gehst du jetzt damit um? Ich meine, okay, es sind sicherlich Hilfen geflossen, aber wir Ja. sind ja jetzt erst wirklich am Anfang. Ja, das denke ich auch. Das Ganz, fängt erst ganz, an. Ganz am Anfang. Also diese Durststrecke beginnt jetzt. ja, ja. Das ist vielleicht noch nicht allen klar. Nee. Und viele haben den Schuss noch nicht gehört, aber das ist wirklich der Anfang. Und das kann sich noch etliche, wenn sich sogar Jahre ziehen. So ein Modus, beziehungsweise so ein, gedämpft. Also ja, es ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Es sind, wie ich schon meinte, es sind Sachen eingefroren worden, weil es alles ungewiss. Ja. Keiner weiß so richtig, was in 3 Wochen gilt. Ja. Das merke ich. Das sind vor allen Dingen Veranstaltungen dann. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine große Firmenfeier von einer Agentur hier in Dresden. Okay. Die wollten im Juni eine große Firmenveranstaltung Ja, das ist für ihre natürlich- Kunden Wir abhalten. gehen hier links lang. Und das wurde jetzt auf September verschoben. Aha. Werden wir sehen, ob das so in Ja. der Art stattfinden wird. Ob dann auch überhaupt die Leute so, Sehr hoffnungsvoll. sehr hoffnungsvoll, ob die Leute überhaupt so in der Masse dann auch kommen. Das ist ja so ähnlich wie die ganzen Läden, die jetzt wieder aufmachen dürfen, die werden aber trotzdem den Durchlauf nicht haben, den Nee. sie vorher hatten. Aber um da noch zu bleiben nach deiner Frage. Ja, also ich merk's. Ja, ich habe mich gekümmert, dass ich jetzt über die nächsten Monate sozusagen diese finanzielle Unterstützung habe. Ja. Einfach Grund dessen, weil es die jetzt gibt. Ja. Würde ich die nicht machen, würde ich an mein Erspartes rangehen und hätte dann in 3, 4 Monaten das Problem und dann gibt es diese Förderung nicht mehr zum Beispiel. Das zieht es ja auch nach sich. Ja. Und Also du Zum- wirst so oder so an die Puffer ran müssen. wenn es so bleibt, wie es ist, ja. Parallel habe ich jetzt hier und da natürlich noch Aufträge beziehungsweise Vorgespräche, Meetings. Ich habe jetzt sind in Rücksprache mit einer Baufirma, die im Raum Berlin bauen wird und dort sag ich mal, ein recht großes Projekt umsetzt. Die Bücher sind ja voll, ne, in diesem Segment. Also Ja. die haben keine Krise. Nee, höchstens die Einfamilienhaus-Sektion, Okay. Ja. die werden Ja. eine Krise haben, da sie Ja. den Kredit nicht mehr bedienen können. Genau. Da passiert noch einiges, denke ich. Ja. Aber worum es da jetzt geht, die können sich, glaube ich, auf die Situation darauf ausrichten. Sollten wir den Job kriegen, geht es mir sehr gut. Okay. Da habe ich das bis nächstes Jahr sehr gut zu tun Okay. und habe ein sehr gutes Einkommen, sage ich mal. Ja. Von daher, also ich arbeite mit dem, was kommt. Ich arbeite wie bisher.
dass ich Werbung mache beziehungsweise Arbeiten rausbringe, die man sieht, beziehungsweise Referenzen und dann das wieder online stellt. Okay. Und dass das so trägt. Ja. Das mache ich nach wie vor. Aber ja, ich muss mich adaptieren, darauf anpassen. Habe aber wiederum, das merke ich jetzt, ich hatte ja bevor das anfing, hatten wir ja gesprochen, im Februar, glaube ich, oder Januar. Ja. Da hatte ja noch keiner so richtig Ahnung davon, wie das jetzt hier alles abläuft. Nee. Undenkbar. Und da hatte ich mir vorgenommen, dieses Format hier auf die Beine zu stellen. Okay. Und jetzt habe ich dafür mehr Zeit. Und das nutze ich definitiv. Ja. Also proaktiv. Proaktiv, nicht in Verdruss, nicht in... Nee, das macht gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil Das ist ja auch ein Zeitgeschenk. Das ist ja herrlich. Also Es ändert ja an der Situation an nichts, wenn ich jetzt mich zu Hause hinhocke, mich selbst bedauere und vom Staat Unterstützung anfordere, weil ich selber nicht gebacken kriege. Ich habe es seit 10 Jahren kriege ich es selber gebacken, dann kriege ich auch das gebacken, weißt du wie? Also wird sich zeigen, aber ich bleib dran, ich bleib aktiv. Du bist ein flotter Hecht. Ich suche mir die Aufgaben selbst. Und es macht Spaß. Das habe ich letztens auch Micha gesagt, als wir zu dem Termin gefahren sind zum letzten. Das Schöne daran ist jetzt an dieser Arbeit, man ist in der Form jetzt nicht abhängig. Wir steuern das selber, was wir hier machen. Ich muss nicht erst einen Vertrag unterschreiben oder ich muss ein Angebot einreichen, damit wir das machen dürfen. Wir machen. Und das ist auch ein schönes Gefühl, was ich bis dato nicht hatte. Denn gut, ich habe dieses Gefühl, wenn ich im Garten bin, wenn ich dort arbeite. Da entscheide ich auch, was setze ich wohin, wie verändere ich was. Aber das jetzt im Arbeitskontext. Ich erzeuge Werte, ich bringe Content raus. Das ist eine schöne Sache und das macht Spaß und da bleiben wir auch dran. Also das ist auch langfristig gedacht. Genau. Also ich bin nach wie vor wach und aktiv. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Sind wir natürlich in einer guten Lage, dass dann die Annika, meine Partnerin, die hat ja einen festen Job, fest angestellt. Das ist auch mal eine andere Ausgangslage, wenn man sich vorstellt. Herrlich. Wenn man sich vorstellt, was es ja nicht der Fall ist, hetzte, würzte, könste. Sie wäre im Kultursegment unterwegs und hätte jetzt eine Company, keine Ahnung, oder ein Theater oder als Maskenbildnerin oder so. Ja. Die stehen da, definitiv. Das ist zum Glück nicht so. Ja, und auch noch lange. Sehr lange bestimmt, ja. Und ich glaube, einige Theater werden auch nicht wieder öffnen können. Also vor allem die nicht so durchsubventioniert sind wie die ganz großen Häuser. Ja. Das wird wirklich hart. Das Angebot wird schrumpfen, ja. Aber vielleicht gab es auch zu viel Angebot, ich weiß es nicht. Da ist auch im Verhältnis Deutschland, da geht es kulturell sehr gut, was super ist. Top, also die Auswahl, das Angebot ist riesig oder war riesig. Wenn ich da zum Beispiel von Annika gehört hatte, die hatte ja in Spanien ein Jahr, glaube ich, ihr Auslandssemester. Und da wird ja runter rationalisiert die Kulturbeiträge beziehungsweise was die Häuser bekommen vom Staat oder allgemein oder als Unterstützung. Nee, das ist hier, da sind wir hier reich gesegnet, ja. Und subventioniert bis die letzten Winkel, also irre. Ja. Aber auch das muss einem bewusst werden. Ich glaube, das ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann? Oder? Nein, dass es hier diese Unterstützungen gibt. Also auch, die man auch gar nicht so als Unterstützung wahrnimmt. Das war selbstverständlich im Genau. Prinzip, ja. Genau. Das Video hat kurz abgebrochen. Wir machen weiter. Ja, Technik, die begeistert. Ach, so eine herrliche Luft. Ja, auch letztens, als es so geregnet hat, oder? Ach, wunderbar. Super. Mal richtig durchatmen. Ja. Passt auch gerade. Ja. Weil es schwer fällt. Wie lange laufen wir jetzt schon, Michael? Kannst du das sagen? Aha. Soll ich schauen? Ja, noch so mal gefühlt. Ich würde sagen 35 Minuten vielleicht, oder? Also jetzt von der Länge sind wir eine Stunde. Wir hatten eine kurze Pause vorhin. Ja, also wie du magst. Nee, aber wo sind wir jetzt? Stunde steht da. Schon eine Stunde? Ja. Ach. Die Zeit fliegt. Ach, krass. Aber was ich vorhin, was mir kurz im Kopf war. War mir aufgefallen. Das sehe ich. Ich merke, ich werde hungrig. Naja, ist ja auch fast die Zeit. Was ich sehe, so ist fast, dass die von der Auswirkung und von der Streukraft her viel stärker ist die Verbreitung von Angst
und von, was wir vorhin auch schon hatten, so Desinformation bzw. Missinformation, gefährliches Halbwissen. Das ist auch extrem Viele sich grad Gerüchte. streut. Ja. Und das sind so, glaube ich, die beiden Sachen, die höher, wie sagt man, einen höheren Infizierungsfaktor haben als jetzt, oder Ansteckungsfaktor als Ja, sicherlich. die Sache. Also Klar. das ist der Wahnsinn. Ja, jeder bildet sich so seine Meinung aufgrund von Quellen, die wirklich äußerst fragwürdig sind. Also das Einseitig, sage ich wahrscheinlich. jetzt auch wieder als Journalist. Also ich muss ja eine Information verifizieren können. Und ich kann mich eben nicht nur auf einen Experten berufen, wie zum Beispiel jetzt einen Virologe oder einen Arzt, der vielleicht da eine sehr radikale Meinung hat. Also es gibt ja auch viele Ärzte, die unfassbar radikal sind. Also man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass ein Arzt ist jetzt jemand, dem vertraue ich mein Leben an, sondern es gibt viele auch, die Auch ein Mensch. die forschen also an Dingen, die jetzt ethisch überhaupt nicht vertretbar sind. Also es ist nur noch mal so für das Mindset, dass eben der Arzt ist eben auch wirklich, wie du sagst, nur ein Mensch Ja. und der seine Meinung vertritt und natürlich jetzt auch vielleicht auch diese Zeit nutzt, um eine Bühne für sich zu entwickeln. Wie wir alle vielleicht, ja. Und das finde ich aber also unglaublich, wie viel Gehör die bekommen und wie man sich auf deren Expertise beruft in seiner eigenen Meinungsbildung. Also ich finde das unfassbar gefährlich, weil das ist im Grunde, ja, es ist deren Propaganda. Ich glaube, man muss einfach diese ganzen Informationen und Zahlen eben auch mit anderen mit anderen Meinungen abwägen können. Und dazu haben die wenigsten A, die Zeit, B, die Lust und auch C, die Expertise, um zu schauen, okay, wie kann ich jetzt diese Informationen oder diese Daten abgleichen? Wie sieht die Quellenlage aus? Wie schlüssig ist das? Oder ist es populistisch oder ist es einfach, Gedankengut eines Menschen? Aber der Gesprächsfaden ist unterbrochen. Ich weiß noch, wo wir waren. Okay, dann nehme ich wieder auf. Ja, ich hatte dich gefragt, wie ist das denn, weil du von einseitigen beziehungsweise Fachidioten, keine Ahnung, also halt Leute, die sich wirklich nur einseitig mit dem Thema befassen und aufgrund dessen jetzt nicht den gesamten Umblick haben. Das große Panorama. Das große Panorama abbilden können und halt nur ihre Meinung und ihre Empfehlungen geben können. Dort waren wir. Ja, genau. Und da hatte ich dann gefragt, wie verhält sich das denn jetzt mit dem RKI beziehungsweise dem Herrn Drosten, weil die haben ja sehr viel Bühnenzeit zurzeit. Und andere kommen nicht in der Art oder die sind wahrscheinlich auch nicht so in dem Austausch, stelle ich fest. Oder man hört sie ja nicht, keine Ahnung. Wie siehst du das dann? Also ich glaube, man muss sich auf eine Expertise diesbezüglich festlegen und logischerweise nutzt man da das Wissen und die das Forschungsergebnis des Robert-Koch-Instituts, weil das ist das beste Institut, was wir hierzulande haben und ich denke, denen sollten wir auch unser Vertrauen schenken. Und was Drosten angeht, kann ich nur sagen, er war derjenige, der den überhaupt das Testen möglich gemacht hatte, weil er den Corona-Test quasi zur Verfügung gestellt hat und das war ja also fast schon lebensentscheidend jetzt anfangs der Pandemie. Also ich finde ich finde die beide vertrauenswürdig. Ich finde deren Umgang auch nachvollziehbar, denn natürlich ändert sich auch der Forschungsstand täglich. Klar. Und deswegen müssen die sich auch zwangsläufig widersprechen. Das hat Angela Merkel jetzt bei der letzten Pressekonferenz so wunderbar, sie ist Physikerin, sie kennt das quasi auch von Hause aus, was das bedeutet zu forschen und mit Ergebnissen umzugehen. Sie hat das nochmal so wunderbar erklärt. Also ich kann auch in diesen Zeiten wirklich nur noch mal eine Lanze auch für sie brechen. Wir können froh sein, dass wir jemanden haben wie sie, der auch mit so einem kühlen Geist und so Drahtseilnerven irgendwie durch die Zeit geht und sich nicht wie so ein Fähnchen im Wind umher oder auch mit der Keule rumgeht, wie in Spanien zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, sie macht das schon klug und man merkt ja auch, dass eigentlich in allen anderen Parteilagern da die gleiche Stimmung herrscht. Und warum nicht diesen Konsens auch mal feiern und sagen, Mensch, wir haben hier Glück, dass es so ist, wie es ist. Aber auch da,
entweder man schenkt denen und deren Expertise ein Vertrauen oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Aber Also klar ich- gibt es ja viele so Trittbrettfahrer, die dann vielleicht aufspringen wollen auf diesen Zug. Ich meine, vor einem Vierteljahr konnte, glaube ich, kaum einer das Wort Virologe überhaupt buchstabieren. Und jetzt gibt es überall Virologen. Das ist auch stimmt. interessant. Mhm. Ja, ich fand es halt nur interessant, weil du am Anfang gesagt hattest, dass man aufpassen muss, dass man nicht nur einseitige Betrachtungsweisen hat und man hat aber jetzt halt immer nur diese einen oder diese zwei Ja, also ich glaube, Abteilungen, die man nur hört und sieht. Deswegen wollte ich das mal in Frage ja, stellen. aber die sind ja auch im Austausch jetzt international. Ich glaube, das ist ja in sich schon auch, wie soll ich sagen, das ist ja nicht jetzt eine Person, die für ein Institut steht, sondern das sind ja riesige Abteilungen und Infrastrukturen, die untereinander auch schon ihre Ergebnisse abgleichen. Also ich wollte eher so auf, ich will auch deren Namen jetzt gar nicht nennen, aber auf andere Mediziner oder Wissenschaftler hinaus, die oder auch andere Medien. Genau, gefährliches Halbwissen hattest du ja, gesagt. aber es heißt auch gefährliches Halbwissen. Es sind ja auch Theorien, also sogenannte Verschwörungstheorien, die jetzt unglaubliche Renaissance erhalten haben. Da kriegen Futter, ne? Und wo jeder irgendwie sein eigenes Weltbild erklärt sieht. Also es ist absurd. Ich finde es absurd. Ich finde, man kann sich darauf einigen, dass man nichts weiß, dass man jetzt einfach damit handeln muss, wie es jetzt voranschreitet und wie es sich entwickelt, oder? Das müssen alle. Was heißt, wir wissen, Also- es gibt ein Virus, welches uns vor Herausforderungen gestellt hat und stellt. Das sieht man auch in anderen Ländern. Wir haben das hier in Deutschland, wir hatten, wie Söder sagt, Glück gehabt, dass wir am Anfang die Herde eindämmen konnten und wussten, wie eins zum anderen kam. Aber andere Länder hatten dieses Glück nicht. Auch nicht das Gesundheitssystem und auch nicht die Kapazitäten grundsätzlich. Und ich finde es so ein bisschen, ich finde es einfach unglaublich egoistisch und arrogant und eingebildet, dass es hierzulande dann große Gruppen gibt, die das alles so, also die nur das sehen, was jetzt zerstört wurde und was jetzt vielleicht dahinter steht und dass das folgt alles einem ganz hohen Ziel und die wollen uns jetzt, was weiß ich. Man muss das sehen, was verhindert wurde und das ist ja unsichtbar. Also man kann es nicht Kannst sagen. nicht greifen, ja, nicht nachvollziehen. Ja. Aber man könnte sich zumindest, man hat vielleicht die Fantasie, sich vorzustellen, was es bedeutet hätte, wenn wir jetzt schon, eine 500.000 Infizierte hätten. Und das hätten wir uns nicht zusammengerissen und diese Disziplin aufgebracht, wäre es dazu gekommen. Und es fängt dann an, wenn diejenigen in ihrem Umfeld jemanden haben, der diese Krankheit durchlebt hat oder sogar zum Tode gekommen ist. Dann denkt jeder automatisch ganz anders und ist so klein mit Hut. Hattest du, wenn ich fragen darf, in deinem Umkreis jemanden? Nee, aber von einem Freund, der hatte in seinem Musikerumkreis 2, die sich beide in London angesteckt hatten. Im Urlaub oder Nee, Arbeit? arbeitstechnisch Ach da so. unterwegs waren und die wirklich beide meinten, das war nicht lustig. Und das kann man auch nicht mit einer Grippe vergleichen, sondern die lagen nur im Bett. Die wissen auch nicht, ob sie jetzt auch da Schäden davon getragen haben. Das zog sich wochenlang hin, die waren total entkräftet. Also man möchte es, glaube ich, nicht haben. Oder vielleicht hatten wir es auch schon, aber wir hatten glücklicherweise keine Symptome. Aber die Symptome zeigen und wo das Virus quasi ausbricht und zur Krankheit wird, ich glaube, das will man nicht. Und auch so kleine Beispiele, so wie zum Beispiel die Mutter von Pep Guardiola, also einem der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt, Spanierin, wo es, glaube ich, nicht an Geld mangelte, ist auch an diesem Coronavirus erlegen. Also Gestorben. ja, Ah, also okay. es gibt ja viele Beispiele. Ich will jetzt nicht hervorheben, es gibt viele, die haben keinen Namen. Aber um nochmal zu verstehen, also ich tue mich wirklich schwer, das zu akzeptieren, dass sich Leute hier so in ihrer Gartensparte hinstellen und so die Welt erklären am Grill. Das Ja, das brauchen wir jetzt. Das ist ein grundlegendes Thema. Das ist also ohnehin ja einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als
bei sich zu bleiben. Ja, aber auch und sich so seine vor Welt, seiner eigenen sein Haustür zu Weltsüppchen kehren. zu kochen und dann von großen Umwälzungen und die wollen immer die. Wer sind denn die? Mhm. Also es ist so, es ist wirklich mühsam, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen möchte ich es eigentlich auch an der Stelle nicht tun. Mhm. Du. Das ist so, ja, das ist wie Putzerfische so ein bisschen. Ja, also gibt's wo es was zu holen gibt, da sammelt sich's immer. Das ist auch in dem Bereich jetzt nicht anders. Einfach, weil es Futter gibt und weil es Aufmerksamkeit gibt, weil die Aufmerksamkeit gerade extrem groß ist. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und da ist natürlich, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, dass das schwieriger ist, das alles zu filtern. Und auch wenn jetzt sich jeder halt so gesehen als Berichterstatter auserkoren fühlt und das in alle Richtungen schießt. Ja, jeder wird sein eigener Berichterstatter. Das ist. Also wenn alle gleichzeitig schreien im Wald, dann hört man den Wald ja nicht mehr. Also Nee. genau. Deswegen ist ohnehin. Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, das kommt noch dazu. Aber ehe wir jetzt in die Floskeln Ja. fallen, Hm. jetzt vielleicht nochmal meine Frage. Ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Was denkst du, wird das für eine Welt sein? Es wird eine gute Welt sein, also eine extrem weiterentwickelte Welt. Also wir haben uns, denke ich, oder ich habe mich dann auch dementsprechend, wenn ich rückblickend schaue, über die letzten Jahre weiterentwickelt. Das wird fortführen, weiter so gehen, weiterentwickeln, sich anpassen, aber alles in der positiven Ausrichtung, auch weiterhin in einer angemessenen Fülle. Also ich sehe mich nicht im Mangel. Und wie wird dein Beitrag aussehen? Beitrag im Sinne? Also dein gesellschaftlicher Beitrag, dein Beitrag quasi an die Zukunft oder in die Zukunft. Was wirst du leisten, damit es positiv, wie du sagst, wird oder bleibt oder ist? Das ist schwer zu messen. Also für mich ist es schwer zu messen. Ich werde meinen Beitrag dahingehend leisten, dass ich weiterhin in der VG einkaufen gehe, wo größtenteils Bioprodukte angeboten werden. Ernährung, jetzt nur bei der Ernährung. Genau, Ernährung. Okay. Oder vorwiegend nur Bioprodukte angeboten werden. Manche kennen das ja nicht. Also in Sachsen bzw. nur in Dresden gibt es so diese Verbrauchergemeinschaften. Ja. Und dort wird größtenteils, was zum Beispiel jetzt Fleisch angeht und so weiter, das ist Bio und das ist lokal zum Beispiel. Das ist so ein Beitrag, den man jetzt direkt hätte oder hat und nach wie vor auch fortführt. Wir sind da jetzt schon seit einigen Jahren. Ich gehe weiter und ich pflege auch weiterhin unseren Garten. Ja. Diese Biodiversität halten wir auf jeden Fall aufrecht. Also was ich für seltene Pflanzen und Insekten und Tierarten ich jetzt schon entdecke oder wiedersehe, die ich schon seit etlichen Jahren nicht gesehen habe. Okay. Schön. Sei es ein Grünspecht, sei es eine Zauneidechse, die gehört ja auch schon zu der schon gefährdet, zur ja. gefährdeten Liste. Ja. Das ist ein super Zeichen, dass man Teil davon ist, was dazu beiträgt. Im Kleinen, ja. Und im Kleinen. Und was anderes kann ich auch nicht. Also Sehr gut. ich kann nur in meinem Umfeld Ja. aktiv sagen und entscheiden, das mache ich nicht. Fahre ich lieber nur mit dem Auto dann irgendwo hin für ein paar Tage oder fliegen wir dann extrem und machen eine Welttournee. Ja. Muss man teilweise, oder ich persönlich muss das teilweise auch gar nicht haben, weil, das ist meine Meinung, ich sehe überall die Schönheit im Prinzip. Also ich muss nicht an das andere Ende der Welt fliegen, um dort auch Schönheit zu entdecken. Ich entdecke die Schönheit auch hier, in meinem nahen Umfeld, in meinem sogenannten Zuhause. Also, und dahingehend kümmere ich mich dann auch darum, dass das so, nicht in der Art, dass das so bleibt, aber dass es angemessen und ohne groß Schaden zu nehmen fortwährend existieren kann. Aber das ist ein schönes Beispiel, weil ich glaube, wenn jetzt 1 Million Menschen genauso denken würden wie du, wäre schon viel gewonnen. Also weil wenn jeder in seinem Kleinen etwas verändert, regional denkt, lokal denkt, sich wirklich damit auseinandersetzt, wo auch die Produkte, die er kauft, herkommen oder überhaupt sein Konsumverhalten überdenkt. Brauche ich jetzt 10 T-Shirts, von denen ich dann irgendwie 9 klar wieder wegschmeiße, weil sie extrem billig produziert sind. Weil und sie 2,50 € kosten. Ja, genau. Mache ich ohnehin nicht, ja, genau. Also Ja. und ich glaube, das meine ich auch vorhin mit nachhaltiger Marktwirtschaft, dass man wirklich sich reduziert auf ein Wesentliches. Ich bin jetzt auch noch mal so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht worden, als ich jetzt in diesem Tiny House war letztes Wochenende, Ja. wo du ja auf engem Raum
sehr wenig Platz hast für Ansammlungen jeglicher Art. Ja. Also ich kann 100 Klamotten kaufen, aber am Ende brauche ich vielleicht eine Jeans. Und wenn ich die pflege, habe ich die mein Leben lang. Und vielleicht 2 Paar Schuhe, wenn ich die pflege und die sind aus gutem Handwerk, habe ich die ein Leben lang. Ich glaube, das muss uns bewusst werden. Dass wir mit wenigem, aber qualitativ hochwertigen Materialien oder Nahrungsmitteln oder überhaupt, dass wir da einen unglaublichen Beitrag leisten. Und auch sparsam sind. Weil wenn ich kann 100 Hosen kaufen für 9,99 €, ich kann aber auch nur 2 kaufen, Genau. die 90 € kosten. So, Am Ende sparst du da sogar Geld. Das ist ja auch der Mechanismus, in dem man ja auch reingezogen wird. Wenn man halt günstig kauft, dann schmeißt man die auch eher weg, weil die haben ja nicht viel gekostet. Ja. Und wenn du aber was Wertvolles dir leistest, beziehungsweise weißt, okay, diese Hose werde ich jetzt die nächsten Jahre verwenden, bleiben wir mal bei der Hose, dann pflegst du die auch oder dann kümmerst du dich darum, dass die weiterhin eine Hose bleibt. Also ich glaube, das schlimmste Credo, wenn man es auch als Credo bezeichnen kann, aber der schlimmste Slogan für mich in den letzten 10 Jahren war wirklich Geiz ist geil. Das ist wirklich schlimm, super schlimm. Ja. Abartig und ein derartiges Geschwür und hat, glaube ich, auch unterbewusst bei vielen nochmal so einen Konsum ausgelöst. Und dieses billig und klein und hier Rabatt und da super Angebot und wenn man schaut, wer jetzt auch von dieser Krise auch so profitiert, ne, die ganzen großen Lebensmittelketten oder Amazon und so weiter, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Du hast mich ja gefragt, wie sehe ich mich, was war es, 10 Jahre? Ja. Genau, dahingehend, ich sehe mich weiterhin in der Fülle, in der Weiterentwicklung, in der gesunden Weiterentwicklung. Das heißt auch mal sich zurücknehmen, das heißt auch mal ruhig machen. Das heißt nicht nur durchziehen und am liebsten gar nicht schlafen, so nach dem Motto, sondern immer wieder Rücksprache mit sich selber und seinem eigenen Körper, mit seiner eigenen Gesundheit halten. Wie siehst du dich da in den 10 Jahren? Ja, ich glaube, ich will vor allem noch, was meine Ernährung angeht, noch konsequenter werden, weil ich da auch einen Schlüssel sehe. Also letztlich ist es ja, wenn ich mich ernähre, dann investiere ich ja quasi in meinen Körper. Definitiv, letztlich, in meine Gesundheit und auch in meine Psyche letztlich. Denn ich glaube, dass es unglaublich verknüpft ist. Und, kochst du selber eigentlich? Ich rauche. Kochen. Ach, kochen natürlich. Ja, klar. Das ist schon mal ein Schritt. Es gibt viele, also jetzt die kochen gar nicht. Jetzt auch nochmal wirklich, ich gehe unglaublich gerne essen. Ich liebe es, essen zu gehen und dann da zu sitzen und wirklich den Abend zu zelebrieren. Und jetzt durch den Lockdown ist man natürlich auch gezwungen, viel mehr auch häuslich zu kochen. Ja. Und auch meistens auch noch für sich oder für 2 Personen oder eine weitere Person. Und ich habe heute Morgen meinen Wocheneinkauf getätigt schon, bevor wir uns getroffen haben. Ja. Und habe jetzt quasi die ganze Woche schon durchstrukturiert. Was du machen willst. Was ich kochen will, was ich ausprobieren will, mit welchen Gemüsen ich was ausprobieren will und merke einfach, das macht unglaublich viel Freude. Und beruhigt mich und gibt eine Struktur. Und es ist unglaublich sparsam. Also für mich, weil wenn man essen geht, man zahlt dann zu zweit vielleicht auch mit noch einer Flasche Wein oder 2 Flaschen Wein ist man bei 100 €. Und heute hatten wir so zu zweit so 60 € einen Einkauf für die Woche. Und mit dem strukturieren wir jetzt quasi unser Leben in dieser Woche. Wir wollen jetzt auch am Ende der Woche auch noch mal ein paar Tage rausfahren ins Grüne. Also es war auch schon so ein bisschen so diese Ration dann für das kleine Exil. Was kommt? Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was du in 10 Jahren machst. Ja, also ich glaube, also das ist mein Ziel, so regional und so lokal wie möglich zu agieren. Also auch selbst für bestimmte Nahrungsgrundlagen sorgen zu können. Das ist, glaube ich, wird ein unglaublicher Luxus sein. Also ein kleines Stück Land oder ein Garten, wo ich die Möglichkeit habe, auch vielleicht ein paar Dinge selbst anzubauen. Also ich will eigentlich immer
Also meine Bewegungsradien möchte ich eigentlich immer stärker einschränken und mich viel mehr an meiner tatsächlichen Umgebung erfreuen und dort auch meinen Beitrag leisten. Also zum Beispiel fand ich das irgendwie ganz, ganz niedlich. Meine Mutter war jetzt auf dem Hochland und da gibt es jetzt die Möglichkeit, man kann Blühpate werden. Das heißt, du zahlst einen Betrag X übers Jahr, so ein kleiner Betrag. Und die sorgen dafür, dass diese ganzen Wiesen also wirklich vielfältig gewachsen sind, weil durch die Düngung und die Monokulturen sind halt ganz viele Gräser auch verschwunden und verschwunden. Haben wir auch bei uns im Garten, das nennt Und sich... jetzt kann man da irgendwie mit sehen und wird halt Blühpate, damit das Hochland wieder diese Vielfalt bekommt, die es mal hatte. Weil es natürlich, und das ist wieder ein nächstes Problem, was mir im letzten Sommer auch nochmal so aufgefallen war, da waren wir auf dem Weg nach Osteuropa und es war wirklich an der Grenze, an der EU-Außengrenze, Polen, Ukraine, wirklich mit der Grenze bis dahin, bis Polen, keine Insekten es war ein großer Van, mit einer großen Frontscheibe, kaum Insekten, die da dran klebten. Und sobald wir in der Ukraine waren, alles voll. Alles voll. Okay. Wo du begriffen hast, okay, EU-weit wird so diese krass Mittel, die gedüngt und mit Gesprüht. Pestiziden hantiert, die sich ein Land wie die Ukraine vielleicht auch gar nicht leisten kann oder wo es die Lobby nicht gibt oder weiß der Teufel. Das war so dominant. Ich habe es auch mehrmals fotografiert, diese Fensterscheibe war übersät, wie ich es früher auch noch kenne, oder wie es glaube ich jeder kennt. Oder hier oben in Bühlau im Garten, wenn wir dann abends draußen saßen, dann hat man vielleicht auch eine kleine Lampe hingestellt, alles voller Falter. Jetzt kommt mal ein Falter. Das also es ist so cool. Also zurück. Ja. Ich möchte da meinen Beitrag leisten, dass wirklich in einem kleinen Kosmos die Welt nachhaltiger wird, weil ich gemerkt habe, dass in den letzten 2 Jahren bei mir ganz viele Energien so auf der Strecke geblieben sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das versuche ich jetzt oder möchte ich in den nächsten Jahren viel stärker bündeln. Vielleicht auch wieder so von Berlin zurück quasi zum Ursprung, also wieder zurück nach Dresden sich zu fokussieren und ja, weil ich auch merke, dass bestimmte Strukturen sind einfach immer noch da, die sind unverwüstlich und die sind so viel verbindlicher als alles, was ich jetzt in den letzten 10 Jahren in Berlin aufbauen konnte. Und ich glaube, da geht ganz viel Kraft verloren, weil du das immer wieder, du musst diese Unverbindlichkeit immer aufrechterhalten, immer wieder besiegen, immer wieder bekämpfen. Ja. Das immer zieht wieder halt viel Anlässe Energie geben ab. und immer wieder die Leute zusammenführen. Das ist schwierig bestimmt auch in der Großstadt. Also kommt Großstadt. mal einer einfach mal so unangemeldet vorbei. So, das ist doch herrlich. Das gesellschaftliche Miteinander im Kleinen, das möchte ich in den nächsten 10 Jahren noch fokussieren. Und dann drumherum natürlich alles, was damit zu tun hat. Also die eigene Ernährung, Naturschutz oder vielleicht auch der Beitrag der Umwelt. Ne? Wenn du sagst, du bist im Garten und du pflanzt das und hier und versuchst irgendwie Vielfalt zu erzeugen, erfreust dich an den kleinen Dingen eben, dass dort der Grünspecht kommt und so. Aber das ist ja, ich finde das unglaublich schön, so. Gesund. Und eben nicht mehr zu sagen, ach komm, wir fliegen jetzt nach Barcelona am Wochenende und trinken dort irgendwie ein Glas Rotwein. Ja, um nur das gemacht zu haben. Ja, was bringt das? Also es erfüllt. Weil vor einem halben Jahr ging das ja auch alles noch. Spielend. Es gibt auch viele, das konnte ich, das ist auch meine Perspektive wieder, Mikrofon, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, wie man übers Wochenende irgendwo hinfliegt und dann wieder zurückfliegt. Um es dann noch so günstig wie möglich und dann auf Kosten der Region vor Ort. Ich verstehe. Das hat sich hoffentlich jetzt erstmal in der Art wenn es die Möglichkeiten gibt, werden sie auch wahrgenommen. Ne? Also ich habe das auch oft gemacht. Vielleicht nicht das Wochenende, aber ob es nur 2 Tage mehr oder weniger, spielt dann auch keine Rolle. Aber man flog halt so durch die Welt mit Ryanair und EasyJet und ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ja. Und das ist gut. Alles wird gut. Puh, ganz schön erschöpft. Echt?